Dieses Video wird präsentiert von Soul of Street, dem deutschsprachigen Magazin für Streetfotografie. Interviews, Berichte, Vorstellungen, Community-Bilder. Alle 2 Monate neu. Mehr Infos unter www.soulofstreet.de. Wir sind Sascha, der Berberbiert, Sven und André. Wir sind Teil des Kollektivs Unpost Society Hannover. Die Unpost Society gibt es seit Frühjahr 2019. Dazu gehören dann auch noch der Mirko, der Philipp, der Anthony und der Guido. Einige von uns kennen sich auch schon ein bisschen länger und im Frühjahr 2019 haben wir uns dann überlegt, dass wir mal ein Kollektiv gründen für Streetfotografen hier in Hannover. Angefangen haben wir halt hauptsächlich damit, zusammen fotografieren zu gehen und uns kennenzulernen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir regelmäßig Bilder miteinander besprechen, momentan sehr viel online, teilweise aber auch direkt miteinander auch Ausdrucke. Wir haben uns auch schon einmal quasi im Rahmen so einer Vorstellungsrunde einen Vormittag getroffen. Und jeder hat quasi mal vorgestellt, was er bisher so gemacht hat, wo er fotografisch herkommt, was ihn reizt, was ihm am Thema Straßenfotografie reizt. Und ja, letzten Endes auch jedem Mal der anderen Kollektivmitglieder aufgezeigt, was so die eigenen Vorbilder sind, woran man sich orientiert. Ein bisschen auch, wo jeder von uns vielleicht fotografisch mal hin möchte. Letzten Endes ist aber das Schöne am Kollektiv, dass wir uns eigentlich nicht wirklich Ziele gesetzt haben, sondern uns mehr oder weniger auch treiben lassen. Dabei kommen ganz unterschiedliche Ideen raus, die wir bis jetzt leider gerade auch aus Gründen der Restriktionen aus der Corona-Krise nicht umsetzen konnten. Und da gibt es einige Projekte, von denen wir hoffen, dass wir sie dann im nächsten oder übernächsten Jahr umsetzen können. Konkret geplant und auch in Vorbereitung ist eine Ausstellung hier in Hannover von allen von uns, für die wir auch ein Konzept entwickelt haben, das wir momentan versuchen abzuarbeiten und dass wir im Grunde genommen auch erst zur Vernissage oder zur Verkündung der Vernissage offenbaren möchten. Ja, ich bin André und fotografiere seit ungefähr 20 Jahren, jetzt so mehr oder weniger durchgängig. Davor habe ich immer mal wieder auch so ein bisschen mit analogen Geräten experimentiert. Und zur Streetfotografie bin ich gekommen vor 2 Jahren eigentlich erst so richtig, also kurz bevor es dann losging mit der Unpost Society, habe ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich bin hauptsächlich mit der Fuji X-T3 unterwegs und meine beiden Lieblingsobjektive sind das 23-2 und das 56-1-2. Und ab und zu, wenn ich richtig Bock drauf habe, nehme ich auch meine Ricoh GR2 mit. Thematisch bin ich sehr, sehr breit gefächert oder sehr offen auch. Also gerade bin ich sehr auf dem minimalen Trip. Ich habe ganz lange auch nachts fotografiert. Das klassische Street ist auch nicht ganz so meins, so dieses Kamera ins Gesicht und abdrücken, das gucke ich mir auch gerne an, aber da bin ich zu schüchtern zu. Projekte habe ich so wirklich keine. Ich arbeite aber generell eher so ein bisschen projektbezogen. Also das heißt, ich habe eine Phase, wo ich halt minimal fotografiere. Dann gibt es eine Phase, wo ich nur schwarz-weiß und möglichst langweilig mache.
Das wechselt sich bei mir relativ schnell ab und ich bin auch selbst immer überrascht, was dann als nächstes kommt. Ich bin der Sven, ich mache seit 2017 ungefähr Streetfotografie, bin über Instagram zu der Streetfotografie gekommen, bin tatsächlich über Guido da eigentlich zugekommen, weil ich ihn als erstes auf Instagram entdeckt habe, als Fotograf aus Hannover und ja, habe dann irgendwie für mich beschlossen, dass ich das auch mal unbedingt ausprobieren muss und bin dann auch dabei geblieben. Als Kamera nutze ich die Fuji X-T20, einfach weil es eine sehr schöne, kompakte Kamera ist, die man immer dabei haben kann. Außerdem ist sie eben relativ gut blind zu bedienen, was natürlich ein guter Vorteil für die Streetfotografie ist. Ich mache relativ viel mit Licht und Schatten, Farben, Formen und gehe auch gern nachts raus. Ich bin nicht so der Typ, der Leuten frontal ins Gesicht fotografiert. Ich gucke das gerne an bei anderen Leuten, ist aber nicht so mein Ding. Angefangen habe ich in Schwarz-Weiß zu fotografieren, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass man doch sehr limitiert ist und bin dann irgendwann dazu übergegangen, auch in Farbe zu fotografieren. Ja, ich habe das relativ oft, dass ich mir Ziele setze oder mir was vornehme und dann, wenn ich nach Hause komme, dann doch wieder komplett andere Fotos gemacht habe. Mein Name ist Sascha, ich habe den Blog Berberbeard. Ich fotografiere bewusst seit 2012. Ich habe gerade Fotos sortiert und dabei festgestellt, dass ich offensichtlich auch schon im Jahr 2001, als ich meine erste Digitalkamera habe, durchaus neben Landschaftsfotos gerne Menschen fotografiert habe. Ich habe in der Fotografie angefangen, viel Urban Stuff zu fotografieren, Lost Place Geschichten. Ich mag gerne Orte, die ein bisschen abgefragter sind. Ich mag gern Graffitis, Hip-Hop-Kultur. Und ich glaube, das findet sich in Teilen auch in meinen Fotos wieder. In 2012 habe ich angefangen, mit einer Canon 600D zu fotografieren, mit einem Zoom-Objektiv. Habe mir relativ schnell aber auch eine Festbrennweite gekauft und die Reize von Festbrennweiten entdeckt. 50 mm damals am Crop, 80 mm, also schon sehr tele. Seit 2015 fotografiere ich mit einer Sony Alpha 7, erst eine Alpha 7 II, jetzt mittlerweile eine Alpha 7 III. Am liebsten mit Festbrennweiten 55 mm 1,8 oder 35 mm 2,8 momentan. Meine letzte gefühlt große Anschaffung, was die Entwicklung in der Fotografie angeht, ist tatsächlich die Ricoh GR2 gewesen. Eine Kamera, die ich mittlerweile fast immer dabei habe, und wenn ich mir die Fotos des letzten Dreivierteljahres angucke, muss ich feststellen, dass doch sehr viele Fotos, die ich sehr gerne mag, mit der Ricoh GR2 entstanden sind. Im Grunde genommen hat mein Fokus sich mit der Anschaffung der Sony-Kamera deutlich mehr auf die Straße verlagert. Ich habe angefangen, alte Minolta MD-Objektive zu adaptieren und in dem Zusammenhang sehr viel auch mit Zone Focusing rumexperimentiert und bin da dann letzten Endes an dem Punkt angelangt, an dem ich sehr viel Fotos von Menschen auf der Straße gemacht habe, also quasi ein Rückschluss auch wieder Richtung 2001, wo ich quasi schon die ersten Straßenfotos gemacht habe.